Mit Beginn der kalten Jahreszeit stellt sich für viele Haushalte das Problem, dass sich an den Fenstern Kondenswasser bildet. Durch die niedrigen Temperaturen an den Scheiben kondensiert die warme Raumluft. Abgesehen davon, dass somit die Sicht gestört wird, können Schäden am Fenster und den angrenzenden Bauteilen entstehen und es bildet sich Schimmel. In diesem Montagevideo zeigen wir Ihnen, wie Sie die Profi-Anschlussgarnitur richtig montieren. Sie benötigen ein Stromkabel, das Heizelement, einen Seitenschneider, eine Adern-Endhülsen-Kerbzange, ein Abmantelwerkzeug, die Super-Abisolierzange, die Krimpzange, einen Schraubenzieher, die Anschlussgarnitur bestehend aus Adern-Endhülsen, Stoßverbindern und Schrumpfschlauch sowie eine Heißluftpistole. Als erstes wird das Metallgeflecht vom Heizelement auf einer Länge von ca. 30 mm aufgespleißt und verdreht. Mit der Super-Abisolierzange entfernen Sie ca. 6 mm des Silikonmantels. Danach wird die Adern-Endhülse über den Heizleiter geschoben. Das kann mitunter etwas tricky sein. Die Adernhülse wird mit der Adernhülsenkerbzange verpresst. Den gleichen Vorgang wiederholen Sie auf der gegenüberliegenden Seite vom Heizelement. Das Metallgeflecht auf ca. 30 mm aufspleißen und verdrehen. Mit der Super-Abisolierzange entfernen Sie auch hier 6 mm der Ummantelung und bringen die Adern-Endhülse über dem Heizleiter an. Diese wird wieder mit der Adern-Endhülsenkerbzange verpresst. Der Stoßverbinder wird auf dem Heizleiter aufgesteckt. Das Stromkabel wird mit dem Abmantelwerkzeug abgemantelt. Mit der Super-Abisolierzange entfernen Sie auch hier jeweils ca. 6 mm der Isolierung. Und bringen die Adern-Endhülsen an. Diese werden dann mit der Kerbzange verpresst. Wiederholen Sie das bei allen 3 Litzen. Nun verbinden Sie das Stromkabel mit dem Heizelement mit Hilfe der Stoßverbinder und diese werden mit der Kerbzange verpresst. Achten Sie dabei darauf, dass das Heizelement und das Stromkabel ganz im Stoßverbinder drinnen stecken. Solange der Stoßverbinder noch nicht geschrumpft worden ist diese Verbindung sehr empfindlich auf Zug. Deshalb sollte der jetzt mit der Heißluftpistole schon verschrumpft werden.
Im Stoßverbinder ist ein Heißkleber, somit entsteht durch den Schrumpfvorgang eine dichte, dauerhafte Verbindung. Verbinden Sie nun die Erdung mit dem äußeren Metallgeflecht vom Heizelement mit einem Stoßverbinder. Achten Sie auch hier beim Verpressen darauf, dass sowohl das Geflecht als auch die Litze der Erdung vom Stromkabel gut im Stoßverbinder eingeschoben sind. Nachdem es verpresst worden ist, können Sie auch diesen mit der Heißluftpistole schrumpfen. Die erste Seite vom Heizelement haben Sie somit erfolgreich angeschlossen. Normal würde das Heizelement jetzt am Fenster montiert werden. Aus Demonstrationszwecken werden wir nun gleich die andere Seite vom Heizelement auch anschließen. Sie haben somit das Metallgeflecht mit der Erdung verbunden und den Heizleiter in der Mitte vom Heizelement mit dem Nullleiter und der Phase vom Stromkabel. Achten Sie auch hier beim Verpressen wieder darauf, dass eine gute Verbindung besteht, und schrumpfen Sie den Stoßverbinder Das Metallgeflecht vom anderen Ende des Heizelementes muss nicht mehr angeschlossen werden, es kann entfernt werden. Der Schrumpfschlauch wird nun über das Kabel aufgeschoben und genau über den Stoßverbindern positioniert, so dass noch das Heizelement auf der einen Seite innen liegt und auf der anderen Seite die graue Isolierung vom Stromkabel. So können Sie nun auch diesen Schrumpfschlauch einschrumpfen. Sie haben nun die Anschlussgarnitur erfolgreich montiert und wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihren trockenen Fenstern.